Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Björn Fischer. Ich bin der Autor des Buches Rokorama, als die Deutschen kamen. Ich habe jetzt meine zweite Lesung hier in der Subkultur. Das letzte Mal war es brutal verschimmelt. Ja, heute ORL am Start, da passt ich ja auch. Nach Erscheinen des Buchs haben mich noch viele E-Mails erreicht von Leuten zum Thema Rokorama, die da was zu sagen hatten und verschiedene Erzählungen. Die habe ich dann halt gesammelt und zu dem PDF-Dokument zusammengefasst, das man sich aus dem Netz runterladen kann. Und von diesen neueren Geschichten gibt es heute auch noch was zu hören. Rokorama, wer jetzt gar nichts damit anzufangen weiß, Plattenfirma aus Brühl bei Köln, 1980 von einem gewissen Herbert Egold gegründet, hat anfangs eine Menge Deutschpunk-Bands rausgebracht, wie Chaos Z, Stoßtrupp und Vorkriegsphase, ja unter anderem auch die ersten Platten von ORL, also die beiden EPs, die Heimatfront, die 1000 Kreuze, Oktoberrevolution, Verbrannte Erde, die Split-EP mit Skeptics und die Jenseits von Gut und Böse. Ja, und dann ging es ja weiter mit dem Label, mit den finnischen Hardcore-Geballer wie Ristetti, Tervet Kedet und Kansan Utisit. Aber den größten finanziellen Erfolg gab es dann 1984 mit der Veröffentlichung der ersten Bösen Onkels-LP, Der nette Mann, zu verbuchen. Ja, Labelchef Egold hat sich daraufhin mehr und mehr dem Skinhead-Rock zugewendet, hat dann Bands wie Endstufe, Vortex, Bodychecks und Boot and Braces rausgebracht. Ja, und dann auch die englischen RAC-Sachen wie Screwdriver und Brutal Attack. Dann gab es auch irgendwann einen politischen Gegenwind. Der Rokorama Plattenladen in der Kölner Weidengasse wurde 1986 nach einer Demo und einigen Anschlägen geschlossen. Der Tonträgervertrieb wurde über ein anonymeres Fabrikgelände abgewickelt. Es wurden zur Tarnung zig Unterlabels gegründet und dann gab es halt auch Hausdurchsuchungen, Strafanzeigen, Tonträgerindizierungen. Ja, ein spannendes Thema also, das alles so in meinem Buch behandelt wird. Ja, Herbert Egold, das war so ein alter Rockabilly, von vielen als eher zwielichtig empfunden, hat damals aber vielen kleinen Bands eine Chance gegeben, überhaupt eine Platte rauszubringen. Hat vor allem die Studiokosten übernommen, was ja gerade heutzutage auch nicht selbstverständlich ist. Aber vor allem waren die ersten Studioproduktionen halt sehr oft sehr dilettantisch. Ja, ob das jetzt an den Bands lag oder am Studio, das sei jetzt dahingestellt. Jedenfalls gab es damals schon weitaus bessere Produktionen von anderen Labels wie aggressive Rockproduktionen, so Sachen wie Slime, Kanalterror, Toxoplasma. Ja, Bosscops natürlich, war nicht auf AGR, aber die hatten ja auch eine saugeile, so schönen Gruß am Willi da hinten. Ja, und aber heutzutage in der Welt der technisch ultra sauberen Heimproduktion macht wohl sowas gerade wieder den Reiz aus. Ja, und dieses Jahr haben ja auch schon der Fluch hier gespielt und da spielte ja der Chris mit, der damals unter dem Namen Frank Falkland bzw. Chris Falkland auf einigen ORL-Platten vertreten war. Ja, und der Chris, der hat mir dann freundlicherweise noch ein bisschen was zum Thema ORL und deren damaligen Plattenlabel erzählt, das ich immer vortragen möchte. So, also jetzt O-Ton Chris Falkland, früherer Gitarrist von ORL. Auf dem Weg zum Saturn, wo ich normalerweise meine Platten kaufte, entdeckte ich in den frühen 1980er Jahren den Rokorama-Laden. Die Einrichtung war sehr schlicht, einfach ein paar Regale bzw. Gestelle mit Punk- und Rock'n'Roll-Platten. Ein riesiges God Save the Queen Poster der Sex Pistols und ein Poster der Au-pairs mit Freiheitskämpferinnen darauf. An der Stirnseite des Ladens war eine selbstgezimmerte Theke oder Tresen mit einer Kasse und Kartons mit Singles. Immer das Neueste aus England. Wie gesagt, sehr schlicht eingerichtet. Herbert Egold privat kannte ich nicht. Er führte auch keine Gespräche über Privates. Hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Das war einfach ein alter Typ, der Platten verkaufte. Platte aussuchen, zum Tresen, bezahlen, danke, tschüss. Politisch interessiert wirkte er nicht. Mein damaliger Einstieg zur ORL passierte wie folgt. Ich stand im Rokorama-Laden, als Deutscher W. mich ansprach. Er erzählte von seiner Band und dass sie Probleme hätten, den passenden Gitarristen zu finden. Naja, Gitarre spielen kann ich, war meine Antwort. Und so trafen wir uns kurze Zeit später zur ersten Probe bei dem Bassisten im Keller. Lief gut. Zur Produktion der 1000 Kreuze LP brauchten wir dann einen neuen Bassisten. Mein Kumpel Frank spielte Bass, ist dann bei uns eingestiegen und nannte sich Reagan. Egold hatte wohl seine Schwierigkeiten, unsere Namen richtig auf die Rückcover unserer Platten zu bekommen. Es wurden ständig die Namen verwechselt und so wurde ich als Frank Falkland betitelt. Es war immer eine Überraschung, was wohl auf der nächsten Platte stehen würde.
Wenigstens konnte er sich Deutscher W. merken. Auf der Jenseits von Gut und Böse tauchte ich dann endlich als Chris Falkland auf. In unsere Studioproduktion war Egold nicht involviert. Der bekam einfach den fertigen Mix. Klar, wir waren beim Abmischen immer dabei. Es ging aber nur darum, in diesem ganzen Geballer Deutscher Ws Stimme hörbar zu machen. Da kann es auch mal vorgekommen sein, dass bei Stellen ohne Gesang die Gitarre einfach lauter gedreht wurde. Hat meistens geklappt. Bei den Studienaufnahmen von anderen damaligen Rokorama-Labelbands bin ich aber nie dabei gewesen. Wegen Auftritten hat sich Egold bei mir nie erkundigt. Wahrscheinlich, weil es da nichts für ihn zu verdienen gab. Mit Freiexemplaren war er aber, glaube ich, recht großzügig. Im August 1983 sollten wir ja unter anderem zusammen mit Skeptics und Insane aus England beim ersten deutschen Hardcore-Festival im Kölner Stollwerk auftreten. Persönlich und musikalisch war ich zu dieser Zeit jedoch längst weitergezogen. Aber ORL hätten ja auch mit einem anderen Gitarristen spielen können. Jedenfalls fand das Ganze dann ohne ORL statt. Bei der Jenseits von Gut und Böse Produktion hatten wir etwas mehr Studiozeit als zuvor. Und wir fanden es sehr witzig, dass dort auch Musiktitel für die Sendung mit der Maus produziert wurden. Weitere Erinnerungen betrifft lediglich die Band, wie wir da standen und einfach gespielt haben. Wieder und immer wieder, bis alles im Kasten war. Später war ich in anderen musikalischen Richtungen unterwegs. Für mich war im Hardcore alles gesagt. Von der Demo bzw. der Schließung des Plattenladens habe ich nichts mitbekommen, denn da war ich schon lange nicht mehr in Köln und hatte den Laden nicht mehr auf dem Schirm. Ja, soweit die Ausführung von Chris Falkland. Die folgende Passage stammt vom damaligen ORL-Schlagzeuger Ingo Ost, der kurz nach Erscheinen meines Buchs verstorben ist und in den frühen 80ern auch bei der Band Versager getrommelt hat. Ingo Ost erinnerte sich: Ich war damals im zarten Alter von 16 an einem Samstagabend wie so oft im Blue Shell, wo sich zu der Zeit die Kölner Punkszene traf, wo unter anderem auch Axel, Peter und die anderen Kotzbrocken abhingen. Ich hatte erst ein paar Wochen vorher angefangen, Schlagzeug zu spielen, habe jedenfalls ziemlich viel geübt und an jedem Abend bekam ich mit, wie Eagle und Little Joe sich unterhielten und dabei waren, eine Band zu gründen. Eagle, gerade mal 14, hatte schon ein Jahr Gitarre gespielt. Er hatte eine Art Explorer-Gitarre. Und Little Joe sollte dann Bassmann sein. Er hatte aber noch nie zuvor gespielt. Ich habe dann einfach gefragt, ob sie noch einen Drummer brauchen. Und das war's dann. Soweit ich mich erinnere, ist am selben Abend noch Ralf, unser erster Sänger, zu uns gestoßen. Wir haben dann ein paar Mal geprobt. Joe hatte schnell festgestellt, dass er eigentlich nur die E-Seite von seinem Bass braucht. Die anderen drei könnte man ja abmachen. Hatten ziemlich schnell ein überschaubares Set von simplen, eingängigen Songs zusammen und haben dann circa 3 Wochen später, im Januar 1981, als Vorgruppe von den Kotzbrocken in der Sporthalle vom Humboldt-Gymnasium in der Südstadt gespielt. Einige meinten nachher, wir wären besser als der Hauptact gewesen. Es existiert sogar noch ein Live-Mitschnitt auf Tape. Der ist grottiger als grottig. Kassettenrekorder mit eingebautem Mikro auf der Bühne. Man hört nur dröhnende Gitarre, Schlagzeug und etwas Bass. Vom Gesang ist nichts zu hören. Es folgten ein paar Gigs in Aachen mit den Products, in Düsseldorf mit ZK und Nichts, im JZ Köln-Weiden mit Deutsche Lustwaffe und in Bonn Rheinterrassen mit Fehlfarben, ORL, Kotzbrocken und Stille Hoffnung. Fehlfarben wurden leider von einigen zum Teil ziemlich arroganten und intoleranten Punks ausgebuht und teilweise sogar bespuckt. Die Musik der Fehlfarben sei ja kein echter Punkrock. Diese Intoleranz war eigentlich das Gegenteil von dem, was Punk für mich damals bedeutete. Zwischenzeitlich war dann auch Dirk Scheuring, damals Schreiberling bei der Spex, als Sänger zu uns gestoßen und hatte Ralf abgelöst. Wir hatten nie einen festen Proberaum mit Versager, mit ORL aber auch nicht. Unser Kontakt zu Rokorama fand über Egolds Plattenladen statt. Man traf sich dort und hörte einfach nur so Musik, auch wenn man nicht genug Kohle zum Plattenkaufen hatte. Deutscher W. und der eine oder andere von den Kotzbrocken waren halt auch oft dort und irgendwie hat sich das Ganze dann ergeben, dass wir, also Versager, auch mitmachen durften bei diesem verkündeten Köln-Leverkusen-Sampler Die Deutschen kommen. Dass danach halt dieser martialische Titel und dieses unsägliche Cover bei rauskommen würden, wussten wir aber im Vorfeld nicht. Jedenfalls war das am Anfang erst mal ziemlich aufregend. Keine 3 Monate als Band unterwegs und schon einen Studiotermin.
Im besagten Studio haben sich dann alle getroffen und es wurde in 2 Tagen alles aufgenommen und abgemischt. ORL waren eigentlich noch in ihrer Originalbesetzung, aber der Drummer hatte 2 Tage zuvor gekündigt. Sie haben also in dieser Studiosituation nach einem Ersatzdrummer zum Einspielen der Tracks gesucht und mich dann gefragt. Ich war natürlich dabei, das war unglaublich. Wir haben 2 bis 3 Mal die Songs im Studio geprobt und dann direkt aufgenommen. Okay, insgesamt 2 Tage Studio, was dabei soundtechnisch herausgekommen ist, ist ja bekannt. So ähnlich lief es dann auch bei den folgenden ORL-Studioterminen ab, bei denen ich dabei war. Egold hat so und so viele Freiexemplare der Vinylscheiben versprochen und wenn mehr als 1000 verkauft würden, gäbe es so und so viel Pfennig D-Mark pro Exemplar. Einige Freiexemplare haben wir bekommen, Geld nie, auch keine Informationen über die Anzahl der verkauften Platten. Dann hatte er versprochen, eine Industriebrache anzumieten und Proberäume für seine Schützlinge auf seine Kosten ausbauen zu lassen. Ist auch nie was daraus geworden. Ob er uns damit auf irgendeine Art von sich abhängig machen wollte, sei mal dahingestellt. Eine Person auch vom direkten ORL-Umfeld hatte sich im letzten Jahr dann noch bei mir gemeldet, nämlich der Igel von der Band Versager, und den lasse ich jetzt auch noch mal zuletzt zu Wort kommen. Ende der 1970er Jahre habe ich noch bei meiner Mutter gewohnt. Gegenüber von uns waren unter den Laderampen eines Supermarktes Übungsräume, in denen ich auch eine Band namens Psychotic Tanks geprobt hat. Ich wollte unbedingt deren Single haben und so schickte mich der Bassist zum Rokorama Plattenladen, wo Herbert die Security Idiots Single tatsächlich im Sortiment hatte. Er kannte sein Metier und in der Folgezeit haben wir dann auch öfters bei ihm zum Musikhören herumgelungert. Anfangs hatte er noch sehr viele Rock'n'Roll-Platten im Laden zum Verkauf, deutlich mehr Singles als LPs. Äußerlich ähnelte Herbert aber eher einem Vorstadtproll als einem Rock'n'Roller. Auf dem Weg zur Arbeit soll er bei Ankunft am Zielort noch so lange in seinem Mercedes sitzen geblieben sein, bis das aktuelle Lied zu Ende gelaufen war. Wir wollten ja unbedingt loslegen mit Versager und hatten Bass, Schlagzeug und Gitarre zusammen. Allein, es fehlte ein Sänger oder auch Sängerin. Wir sind dann im Blue Shell und im Kurfürstenhof rumgelaufen und haben wohl beinahe jeden gefragt, hey, hast du Bock bei uns zu singen? Der Einzige, der Interesse am zweifelsfrei zu erwartenden Ruhm und einer Weltkarriere bekundete, war Ralf, Student und nicht zum harten Kern gehörend, sondern eher zufällig in den gleichen Läden abhängend. Die erste Probe fand dann in meinem Zimmer daheim statt, das keinesfalls für 4 Leute samt Instrumentarium ausgelegt war. Ingo benutzte eine alte akustische Gitarre von mir als Schlagzeugersatz und Joe und ich mussten die ganze Zeit stehen. Meine Mutter klopfte ab und zu an die Tür und versorgte uns mit Getränken und Schnittchen. Kurz darauf fand dann unser erstes Konzert statt, als Anheizer für Kotzbrocken. Bis dahin uneingeschränkte Platzhirsche der Kölner Szene im Hinblick auf Punkmusik. Das Ganze lief dann besser, als wir es je erwartet hatten. Und die Leute waren begeistert und tanzten Pogo, als gäbe es keinen Morgen. Später im Kurfürstenhof wurden wir mit Gratulationen und besten Wünschen überschüttet. Und bei Axel von den Kotzbrocken bemerkte ich eine Art Missgunst, weil das für uns an dem Abend so gut gelaufen war und für sie eher nicht. Aber naja, das war nur von kurzer Dauer, daraus entstand kein böses Blut. Dirk Scheuren war seinerzeit auch auf dem Konzert und später im Kurfürstenhof. Er kam auf uns zu und meinte, er hätte auch schon Lieder geschrieben, die zu unserem Textstil passen würden. Wie genau es dann weiterging, ist mir nicht mehr wirklich präsent. Jedenfalls war Dirk plötzlich bei den Proben dabei. In der Retrospektive kann man aber wohl mit Fug und Recht behaupten, dass er sich tatsächlich bei uns reingedrängt hat. So empfunden habe ich das damals allerdings nicht. Ich wollte einfach nur Punkmusik machen und wer da nun letztendlich sang, war mir von Herzen egal. Jedenfalls war Dirk eine echte Frontsau und guter Performer. Insofern passte dann alles ganz gut zusammen. Und mit der Zeit lernte ich sogar seine Schwäche, Textzeilen zu vergessen und das mit Gebrummel zu kaschieren, zu tolerieren. Wie und wann genau aber der Wechsel von Ralf zu Dirk erfolgte, kann ich leider nicht mehr aus meinem Gedächtnis abrufen. Aber ich kann mich nicht an Streit oder derlei erinnern. Außerdem wechselten bei den damaligen Bands die Besetzung ja beinahe wöchentlich. Insofern habe ich mir da keinen großen Kopf drum gemacht. Irgendwann ging das
ging im Blue Shell das Gerücht herum, Herbert würde einen Köln-Leverkusen-Sampler planen. Daraufhin sind Dirk und Joe zur Weidengasse gefahren und kamen mit 4 Vertragsexemplaren für uns zurück. Dirk war das nicht so geheuer, mit Bands wie Kotzbrocken und URL auf einen Sampler zu kommen. Doch dann verständigten wir uns darauf, dass es doch sinnvoll wäre, mit unseren Beiträgen einen Gegenpol zu deren eher ernsten Texten zu schaffen. Kotzbrocken und Anhang verkehrten damals in einer Kneipe in der Rohnstraße und waren etliche Jahre älter als ich, doch als Jüngerer wurde man trotzdem akzeptiert. Am Tag unserer Studioaufnahmen für den Sampler lag Schneematsch auf den Straßen und meine Mutter hat mich glücklicherweise zusammen mit meinem Instrument und dem schweren Marshall-Verstärker per Auto zur Aachener Straße gebracht. Das Studio lag nicht weit entfernt vom Millowitsch-Theater und war per Aufzug zu erreichen. Wir hatten wenig Zeit für unsere Aufnahmen. Für ein Lied, das vorne und hinten nicht funktionierte, brauchten wir 2 Anläufe. Der Rest wurde beim ersten Durchgang vom Tonmeister mit den Worten „Ja, ja, ist okay" abgesegnet. Herbert war nur kurz am Anfang da, während der Aufnahmen aber nicht mehr. Ich hatte ihn noch gefragt, wann die Abmischung stattfindet, und er meinte, eventuell morgen, ansonsten irgendwann die Tage. Der Gesang wurde übrigens gleich mit aufgenommen und alles in einem Raum. Im Mischraum hörte sich das Ergebnis recht vielversprechend an und wir waren überzeugt, dass wir beim Abmischen auch dabei sein können. Doch dem war nicht so. Am Ende kam ein ziemliches Geschepper bei raus und der Gesang war auch nicht mehr so gut zu verstehen wie am Anfang. Im Plattenladen hat Herbert dann jedem einen Karton mit etwa 25 LPs in die Hand gedrückt und meinte, die sind für euch, den Rest könnt ihr verkaufen. Als wir das Cover sahen, waren wir wenig begeistert und zu Hause meinte meine Mutter nur entsetzt, boah, was machst du denn da? Axel von Kotzbrocken hat dann gemeint, wir sollen uns nochmal bei Herbert wegen einer LP-Produktion melden. Dirk hat das dann in die Hand genommen, aber Versager befand sich in diesem Stadium bereits im Zerfall. Und wir waren uns auch nicht sicher, ob es gut sei, eine LP auf Rockorama zu veröffentlichen. Zu dieser Zeit veränderte sich die Kölner Punk-Szene. Axel kam eines Tages mit einem Metal-Pin von West Ham United am Revers an und hatte alle seine anderen Badges abgemacht. Und nur einige Wochen später trug er eine Glatze, hochgekrempelte Jeans und Bomberjacke. Er meinte, das wäre alles viel cooler als Punk und das hat dann irgendwie auf die gesamte Band abgefärbt. Er hat sich innerhalb von 3 Wochen vom Hardcore-Punk zum Hardcore-Skin gewandelt und dann sprangen immer mehr Leute auf diesen Zug. Viele wollten was Neues, Punk war denen nicht mehr radikal genug. Einige Jahre später gab es in Herberts Plattenladen nur noch eine kleine Ecke mit Punkplatten. Der Rest war dieses Rechtsrock-Zeug und immer mehr Skins tauchten dort auf. Die Gerüchte wegen Verfassungsschutz häuften sich, dann war der Laden auf einmal dicht. Ja, soweit mein Vortrag. Danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Interesse an dem Buch hat oder dem Soundcheck zum Buch, wird da hinten fündig. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und viel Spaß mit der Live-Musik. Danke.